Mein Name ist Mary Dellen Barlosse. Ich bin Forscherin und Beraterin zur sozialen Inklusion, Bürgerinnenbeteiligung und Gender. Herzlich willkommen zu der neuen Staffel meinen 10-Minute-Talks, Kurzvorträge, in denen ich aktuellen Stadtentwicklungsthemen in 10 Minuten oder weniger erkläre. Dafür nutze ich Statistik, aktuellen Theorien aus der Forschung sowie Beispiele aus meiner Wahlheimat Berlin. Dieses Jahr lege ich den Fokus auf Gender Planning. Das heißt, ich werde über die nächsten Monaten in einer Serie, die ich Gender and nenne, über die Gender-Dimensionen von Mobilität, Parkgestaltung, Angsträume und viel mehr eingehen. Falls du dann zu einem bestimmten Thema was sehen möchtest, schreib dann gern mal einen Kommentar. In diesem Erklärvideo möchte ich kurz über die Zusammenhänge zwischen Gendergerechtigkeit und Stadtentwicklung eingehen. Das heißt sowohl die bebauten Umwelt als auch die Dienstleistungen der Stadt. Vielleicht eine kurze Begriffserklärung vorneweg. Wenn ich über Gender spreche, meine ich nicht unbedingt das biologische Geschlecht, sondern die Sozialisierung als Männer und Frauen, die stark gesellschaftsabhängig ist. Das englischsprachige Wort Gender, was ich besonders gut aussprechen kann, umfasst in diesem Fall die Normen, Stereotypen, Rollen und Handlungsfähigkeiten, die Personen, die als weiblich oder männlich gelesen werden, zugeschrieben werden. Vielleicht ein Beispiel, was auch aus meiner Heimat dann und auch hier in Deutschland gängig ist die Glaube, dass Frauen fürsorglicher sind und dafür für die Fürsorge, das heißt die Care-Arbeit, besser geeignet sind. Solche Normen werden durch mediale Repräsentation sowie soziale und gesellschaftliche Kontakte und Wiederholungen aufrechterhalten. Okay, Mary, aber was hat das mit Stadtentwicklung zu tun? Also ich meine, Straßen, ÖPNV, Parkgestaltung, das ist doch eher alles technisch, oder? Naja, die Stadt gibt uns vor, wie wir uns fortbewegen können, wie schnell es dann dauert, von A nach B zu kommen, welche Freizeitangebote uns zur Verfügung stehen und so weiter und so fort. Also die Stadt und seine Dienstleistungen sind nicht neutral. Das ist sozusagen der Hauptpunkt. Wir wissen zum Beispiel aus der gendergerechten Stadtforschung, dass Frauen typischerweise unterschiedliche Mobilitätsmustern haben als Männer. Und dies basiert sich auf deren höheren Anteil an der Care-Arbeit im Durchschnitt. Das heißt, Frauen bewegen sich anders durch die Stadt als Männer, die haben andere Wegelängen, die haben andere Gründe, warum sie dann unterwegs sind. Und die sind zu unterschiedlichen Uhrzeiten typischerweise unterwegs. Und das macht einen gravierenden Unterschied, zum Beispiel, wenn wir über ÖPNV-Taktung sprechen. Viele dieser Unterschiede haben mit dem sozialen Geschlecht zu tun. Das heißt, die Rollen und Erwartungen, die Frauen begegnen, zum Beispiel in der Care-Arbeit. Aber die haben gleichwohl mit die durchschnittliche längeren Lebenserwartung von Frauen zu tun. Und auch mit der durchschnittlichen niedrigeren Verdienst von Frauen, die dann auch als Folge Prekarität und Risiko von Altersarmut hat. Also was heißt das? Heißt das, dass wir Städte für Männer haben? Naja, jein. Also, was wir sagen können, ist, dass wir dann wirklich fast alle in historisch gewachsene Städte wohnen. Das heißt, wir wohnen in Städten, die historisch geplant wurden. Und in der langen, breiten Geschichte von Stadtplanung ist die Tatsache, dass der weiblichen Sicht auf die Sachen sowohl unter die Fachkollegen als auch allgemein ein relatives Novum ist. Das heißt, wir können dann eigentlich sagen, dass unsere Städte genderblind geplant sind und geplant wurden. Und leider zieht diese Tendenz weiterhin durch die aktuellen Planungspraxis. Genderblind meint in diesem Fall, dass die Städte ohne Berücksichtigung von die Bedürfnisse und Erfahrungen unterschiedlicher Gender entworfen und gebaut sind. Das gilt leider nicht nur für die bebauten Umwelt, sondern auch für die Dienstleistungen unserer Stadt. Denkt mal an ein Beteiligungsformat für eine Umbaumaßnahme in einem belebten Kiez. Wird diese im Auslegeverfahren gemacht, das heißt, die Leute müssen zum Rathaus kommen während die Öffnungszeiten und sich die technischen Jargon selber aneignen? Oder findet diese vielleicht in einem Nachbarschaftszentrum am Nachmittag oder am Abend mit leichter Sprache und die Möglichkeit, sich schnell zu beteiligen? Und dann ist die Frage, wer ist in die Lage, sich in den ersten Optionen einzubringen und wer nicht? Solche Fragen bilden das Fundament, unseren Hauptwerkzeug, mit dem wir gegen Genderblindheit arbeiten. Dies heißt Gender Mainstreaming, noch ein Anglizismus. Gender Mainstreaming ist das Prozess,
eine Struktur auf Diskriminierung zu analysieren und Anpassungsvorschläge zu machen, sowie ein Monitoring dann auch zu etablieren, um zu gucken, dass diesen Veränderungen dann tatsächlich passiert und wieder Anpassungsvorschläge zu machen, falls noch nicht. Um Gender Mainstreaming effektiv durchführen zu können, brauchen wir eine robuste Datenbasis. Wir brauchen vor allem gender-disaggregierten Daten, das heißt Daten, die nach Geschlecht aufgeschlüsselt sind. Das können Daten aus demografischen Statistik sein, aus Beteiligungsformate, NutzerInnen-Umfragen und so weiter und so fort. Hauptsache, wir können Unterschiede zwischen die Entscheidungsbasis und Erfahrungen unterschiedlicher Gender erkennen und daraufhin Entscheidungen treffen. Gender Mainstreaming hat aber aus meiner Sicht einen relativ großen Minuspunkt. Mit Gender Mainstreaming können wir die aktuelle Situation verbessern. Wir stellen aber jedoch die grundlegenden Normen und Stereotypen nicht in Frage. Das heißt, wir verbessern das Leben von jüngeren Müttern zum Beispiel, die mit Kinderwagen unterwegs sind in der Stadt, stellen aber nicht in Frage, warum es die Mütter sind, die ausgerechnet mit den Kinderwagen unterwegs sind. Gendergerechtigkeit in der Stadtentwicklung ist eine unglaublich wichtige Thema aus meiner Sicht, weil es in oft unbeabsichtigte und auch unsichtbare Diskriminierung anspricht. Wir wollen alle in Städte wohnen, die unsere Bedürfnisse gerecht werden, indem wir keine Angst haben, indem es nicht schwerfällt, unser Leben zu leben. Und unsere Städte, wie sie jetzt gestaltet sind, werden die Bedürfnisse von Frauen in vielerlei Hinsicht einfach nicht gerecht. Wir fragen uns oft in der gerechten Stadtentwicklung, wessen Leben ist hier einfach und wessen ist schwer? Wer kommt leicht von A nach B und wer nicht? Für wem ist ein dunkler Weg einfach ein dunkler Weg? Und für wen wird es zur Angstraum? Letztendlich ist es so, dass wenn wir dann die Räume unserer Städte kreieren, wir bestimmten Sachen einfach festschreiben. Und deswegen soll es dann gut überlegt werden, wer dann hier Einfluss hat, auf was dann festgeschrieben wird. Durch die Gender Planning können wir das Problem angehen und die Stadt gerechter und einladender für alle Bewohnerinnen machen. Ich bin bereit. Ich hoffe, diesen Erklärvideo hat euch gut gefallen. Falls ihr mehr solchen Content sehen wollt, abonniert gern meinen YouTube-Kanal. Und wenn ihr noch mehr dazu lesen wollt, findet ihr mehr auf meiner Webseite www.urban-policy.com und da könnt ihr auch Kontakt zu mir aufnehmen. See you next time!